Der große Vorteil, sage ich mal, des Kalten Krieges. Da standen sich zwei Gruppen gegenüber, die eigentlich gleich stark waren. Ja. Und die praktisch dafür gesorgt haben, dass es zu keiner Auseinandersetzung kommt. Denn wenn zum Beispiel der Warschauer Vertrag die NATO angegriffen hätte, wäre die Welt untergegangen. Und umgekehrt genau das Gleiche. Du hattest ja am 13. August 1961 mit 22 den Bau der Mauer mit abgesichert. Und am 9. November 1989 ist die Mauer gefallen. Ja. Bist du froh, dass die Mauer gefallen ist? Na, froh nicht. Ich dachte, die DDR könnte weiter existieren, unter anderen Vorzeichen. So, also ein bisschen anders als das vorher war, eben offener. Und das ist eben nicht passiert. Und es war auch nicht machbar gewesen. Ja. Wie ging es nach dem Fall der Mauer weiter? Bist du beim Militär geblieben? Nee, bin ich nicht beim Militär. Wir hatten zwar die Hoffnung, dass man uns übernimmt, unsere Truppe. Damals war in unserem Bereich Egon Bahr, der SPD-Politiker, und er hatte gesagt, das, was hier gemacht wurde, kommt ja SIPRI gleich, also den schwedischen Unternehmen, die berichten über Armeen, Bewaffnung und so weiter. Und das hätte man fortsetzen können, weil es sowas in der Bundesrepublik auch nicht gab. Aber daraus wurde nichts. Ja. Und wir hatten dann auch schon die entsprechenden Uniformen gekriegt. Und das wurde dann nach 3 Wochen oder 4 Wochen abgeblasen. Und dann kam ja die Wiedervereinigung und da ging das dann schon gar nicht mehr. Hat dich das sehr mitgenommen, dass sich deine Armee aufgelöst hat und dass du den Beruf nicht mehr weiterführen konntest? Ja, das hat uns schon alle, und meine Bekannten auch alle, die tätig waren, mit mir zusammen schon getroffen. Was wird nun aus uns? Ja. Und da hat man sich schon Gedanken gemacht, wie das weitergehen soll. Und wie ging es für dich weiter, ganz konkret? Ja, ich hatte ich sag's mal, Vorteil, dass ich da schon 50 war, denn es wurde 1982 in Wien beschlossen, dass die NVA und die Bundeswehr reduziert werden auf eine entsprechende Stückzahl. Und in der Bundeswehr gab es dann damals den sogenannten Beförderungsstau, und bei uns ja auch. Da konntest du praktisch nicht mehr weiter höher kommen, weil die alle besetzt waren, die Positionen. Und dann wurde gesagt, ab 50 werden dann die höheren Offiziere dann in Ruhestand versetzt und werden weiter versorgt. Und in diesen Genuss bin ich natürlich auch gekommen. Ich wurde dann praktisch durch die Bundeswehr weiter finanziell versorgt und habe aber gedacht, naja, wenn jetzt zum Beispiel die SPD, damals war ja CDU geführt, der Kohl, die Macht übernehmen, bleibt das dann so? Oder sagen die, das wird nicht weiter versorgt? Und habe dann praktisch gearbeitet. Bin dann nach West-Berlin, weil ich dachte, das klappt einigermaßen, zum Werttransport, Wert- und Geldtransport gegangen. Und man hat uns auch gleich genommen, waren ja mehrere, die da, so wie ich angefangen haben, auch also nicht nur mit den entsprechenden Dienstgraden, sondern auch untere Chargen. Und ich habe dann praktisch ganz schnell, wurde ich eingesetzt als Leiter der Wehrtransporte, habe das Büro geführt, wie die eingesetzt werden können und so was. Und habe dort eigentlich auch entsprechend das militärisch organisiert. Und da gab es dann von den alten Westberlinern viele
die sich dann beim Chef beschwert haben, das hat uns gerade noch gefehlt, jetzt kommt einer von der NVA und sagt dir, wie es lang geht. Ja, da hatte ich natürlich auch zu kämpfen, aber ich habe mich dann durchgesetzt und auch entsprechende Organisation das so durchführt und wurde auch entsprechend dann gewürdigt von den entsprechenden Leuten. Du mit deiner Lebenserfahrung, wenn du einen Wunsch oder einen Tipp hättest für die Zukunft der Menschen und der Gesellschaft, hättest du einen? Oder hättest du einen Wunsch, der dir spontan in den Kopf kommt? Ich hätte schon einen Wunsch, dass man sich besser versteht, aufeinander eingeht, die Sorgen des anderen betrachtet und auch entsprechende gesellschaftliche Voraussetzungen schafft, dass sowas wie eben große Arbeitslosigkeit oder andere Sachen oder diese chaotischen Bedingungen, die manchmal zurzeit entstehen, beiseite schafft. Ja. Dankeschön, Karl-Heinz, für das schöne Interview. Ja. Darf ich mal noch eine Frage stellen? Ja, bitte. Paul? Ja, natürlich. Es gibt ja so eine Auffassung, dass die Existenz des sozialistischen Systems Ja. ein Garant war für einen weltweiten ausgeprägteren Frieden. Ja. Und mir hat mal kurz nach der Wende irgendjemand aus einer Armeefunktion gesagt, pass auf, in 10, 15 Jahren werden überall auf der Welt so kleine Mikro- oder Minikriege sein. Ja. Das habe ich damals nie verstanden. Ja. Und ich denke da sehr oft dran, weil es ja eingetreten ist. Ja. Wieso ist denn das so gewesen? Das war der große Vorteil, sage ich mal, des Kalten Krieges. Da standen sich zwei Gruppen gegenüber, die eigentlich gleich stark waren. Ja. Und die praktisch dafür gesorgt haben, dass es zu keiner Auseinandersetzung kommt. Denn wenn zum Beispiel der Warschauer Vertrag die NATO angegriffen hätte, wäre die Welt untergegangen und umgekehrt genau das Gleiche. So. Das war praktisch wie ein Schutz, ne? diese Situation. Und nach der Wende mit der Auflösung des Warschauer Vertrages oder der Auflösung der Sowjetunion gab es so viele Gruppierungen sich gebildet, Einzelstaaten dann und sich auch untereinander bekämpft. Auch in der Sowjetunion, denken wir mit Turkmenistan, ja, Aserbaidschan oder Georgien oder auch auf anderen Gebieten. Und oder die Situation in Syrien, ja, konnte so eskalieren. Weil jetzt gibt es so viele Herde, die nicht unter Kontrolle sind dadurch.